Hallo, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal Sondel, die Waldfee. Mein Name ist Flo. Wir gehen heute wieder mit dem Metalldetektor auf Schatzsuche und ich habe mir für die erste Folge des neuen Jahres gleich eine besondere Fläche für euch ausgesucht, nämlich den Schlachtfeldacker. Ich bin mal gespannt, eigentlich ist das ja ein Garant für gute Funde immer und hier wuchs während des Winters relativ hoch Wintergrün. Das ist jetzt alles zum Glück erfroren, also wir können hier auf der Fläche laufen. Grüße gehen an meinen neuen Ausrüster detektoren-shop.de. Wir starten in ein neues Abenteuer. Auf geht's! Das erste schöne 80er Signal. Okay, wir haben es draußen. Oh, ich glaube, es ist die erste Musketenkugel. Sehr schön. '57er Signal, aber bei diesem Acker ist immer wichtig, alles zu graben tatsächlich. Da kommen manchmal echt Überraschungen ans Tageslicht. Weg. Wo ist es hin? Da müssen wir mal einen Pinpointer schauen. Oh, sehe ich hier? Ja, es ist nur ein Stück Draht, würde ich sagen. Ein stark singendes 86er. Also ich würde fast sagen, das ist die erste Münze. Aber gucken wir mal nach. Immer noch drin. Immer noch drin. Hier in der Wand. Okay, ich glaube, wir sind da drauf. Was haben wir hier? Ne, ist keine Münze. Es ist ein Stück Blech, glaube ich. Ach man, schade. So, ich hatte gerade ein 64er Signal, es klang allerdings nicht so gut, deshalb habe ich nicht live gegraben. Es ist aber tatsächlich die erste Münze, ein kleiner Hamburger Schärf, aber der Zustand ist auch nicht mehr so toll. Aber immerhin die erste Münze. Sehr merkwürdiges, oberflächliches Signal, springt ein bisschen. Na? Was haben wir hier? Ein Stück Blei. Scheiße. Ganz oberflächliches 90er Signal. Wollen wir mal schauen. Es ist eine Münze. Eine 1,5 Pfennig Scheidemünze. Auch gar nicht so schlecht erhalten. Oh ja, die Rückseite ist auch noch sehr schön. Toll. Ich begrüße euch recht herzlich hier zu dem ersten Münzfund, den wir uns dieses Jahr hier zusammen mal im Studio anschauen wollen. Ich stelle sie euch schon mal dahin. Es handelt sich um eine 1,5 Pfennig Scheidemünze. Ein Prägejahr ist dort nicht mehr zu erkennen, aber wenn wir die Münze gleich umdrehen, dann können wir da noch ganz schön die Herrscherinitialien sehen.
Und anhand der Herrscherinitialien kann man halt diese Münze doch noch einigermaßen zuordnen. Nämlich steht dort GW und das steht für Georg Wilhelm. Und der hat diese Münzen prägen lassen von 1665 bis 1705. Und sie stammt aus der Region Braunschweig, Lüneburg, Celle. Der erste Münzfund an diesem Tag, den wir uns hier anschauen. Und es wird nicht der letzte sein. Wir machen weiter. ...72, 73er Signal. Okay, es ist draußen. Ach, es ist wieder nur ein kleines Stückchen Blech, glaube ich. Ja, schade. Hier hatten wir ein ganz feines 90er Signal. Es ist im Aushub. Oh, es ist rund. Ah, ich glaube, ja, Drittes Reich. Ein Zinker müsste es sein tatsächlich. Ja, ich meine auch den Adler und das Hakenkreuz noch so ein bisschen erkennen zu können. Nächste Münze, 90er Signal, krass. Da haben wir die nächste Münze stehen und es handelt sich dabei nur um einen Zinker, werde ich dir jetzt sagen. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir sie uns trotzdem einmal anschauen. Wir gucken mal drauf. Es handelt sich hier um ein 10-Pfennig-Stück aus dem Dritten Reich. Und damals war es so während der Kriegszeit, dass die Nazis natürlich die guten Materialien für die Kriegsindustrie brauchten und hier Münzen aus minderwertigem Material dann hergestellt wurden, in diesem Fall Zink. Und Zink ist ein Material, was sich im Boden wirklich nicht sonderlich gut erhält. Also die kommen wirklich immer schlecht aus dem Boden, teilweise auch nur noch als blanke Scheiben, auf denen man gar nichts mehr erkennen kann. Ich drehe sie euch nochmal um, denn hinten können wir das Prägejahr noch sehen. Und diese Münze ist tatsächlich erst 84 Jahre alt. Also wenn man sich das mal so überlegt, das ist noch gar nicht so lange her. Und dann sehen wir dann natürlich auch noch den Reichsadler mit dem Hakenkreuz. Ich denke, das kann man noch so einigermaßen erkennen. Und das können wir hier natürlich zeigen, weil es sich hierbei um eine Geschichtsdoku handelt. Ja, dann war es eigentlich so, dass ich ja losgegangen bin, weil ich so ein Zeitfenster hatte, wo es mal nicht regnen sollte. Leider hat die Wettervorhersage mal wieder nicht gestimmt. Es hat dann angefangen zu regnen und dann musste ich schnell die Kamera in Sicherheit bringen. Da ist natürlich ein bisschen Wert hinter und die soll nicht kaputt gehen. Ja, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich bin dann trotzdem noch ein bisschen weiter suchen gegangen und habe noch ein bisschen mit dem Handy gefilmt. Und da konnten wir doch noch einen ganz guten Fund machen. Da schauen wir jetzt mal rein. Oberflächliche 72. Müll, scheiße. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das heißt, wir müssen erstmal eine kleine Pause einlegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, es dauert nicht so lange mit dem Regen. Silber.
Ja, liebe Freunde, da hat sich mal wieder gezeigt, in den meisten Fällen wird Durchhalten doch belohnt. Hier in diesem Fall mit einer kleinen Silbermünze. Irgendwie gehe ich von dem Schlachtfeld nie runter, ohne dass ich nicht eine Silbermünze gefunden habe. Aber diese Münze hat jetzt in dem Fall nichts mit der Schlacht zu tun. Wir gucken mal eben drauf. Es handelt sich um 24 Einentaler aus dem Jahr 1842. Die Rückseite ist leider relativ blank, deshalb gucken wir sie uns nicht an. Dort wäre ein Wappenschild zu sehen mit dem welfischen Ross und einer Krone darüber. Das sagt uns, diese Münze stammt aus der Region Braunschweig, Callenberg, Hannover. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge, denn nicht vergessen, ein Like dazulassen für den Algorithmus, und wenn du es noch nicht hast, dann jetzt bitte auch mal den Kanal abonnieren. Dir tut das nicht weh und kostet nichts. Ich würde mich sehr darüber freuen. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder zur nächsten Folge. Drückt mir die Daumen, dass es in nächster Zeit mal vielleicht regenfreie Tage gibt sogar. Das wäre ja mal zur Abwechslung was ganz Schönes. Ja, ich sage auf jeden Fall danke fürs Ansehen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.